Filmo. Filmfakten. Geil, mittel, scheiße. Vom ersten Mal oder was eine Schweizer Teenie-Komödie mit George Lucas Star Wars gemeinsam hat. Und wir verraten euch, welcher andere Schweizer Klassiker im Film einen Auftritt hat. In Anna Louifs Spielfilm Little Girl Blue geht es ums Erwachsenwerden. Im Zentrum stehen die 13-jährigen Teenies Sandra und Mike, die sich ineinander verlieben. Beide sind eher zurückhaltend und weniger draufgängerisch als ihre frühreifen Kolleginnen und Kollegen. Die junge Liebe könnte also ihren Lauf nehmen, wenn da nicht die Eltern wären. Denn im Gegensatz zu den Kindern wollen sie nicht erwachsen werden, sondern wieder jung und unvernünftig sein. So bedroht am Ende eine Affäre von Mikes Mutter mit Sandras Vater die Liebe ihrer Kinder. Anna Louifs Film ist der erste vollständig digital gedrehte Schweizer Spielfilm. Eigentlich war geplant, mit einer 16-mm-Kamera zu drehen. Dann trat aber die Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich mit einem Forschungsprojekt an die Regisseurin heran, um das neue digitale Verfahren am Spielfilm zu testen. Gedreht wurde mit einer HDW F900 von Sony. Als Galionsfigur für digitale Aufnahmen stand 2002 George Lucas ein, der mit dieser Kamera Star Wars Episode 2 Attack of the Clones gedreht hat. Im gleichen Produktionsjahr wurden auch Autorenfilme wie Dogville, Russian Ark oder Lucia y el Sexo erstmals digital gedreht, bevor es zum internationalen Standard in der digitalen Filmproduktion wurde. Was im traditionellen Filmbild das Korn war, ist im digitalen Prozess das Pixel. Während die Körner in einer chaotischen Weise im Bild eingelagert sind, werden digitale Pixel nach einem festen mathematischen Prinzip berechnet. Dies führte zu einer völlig neuen Ästhetik. Die Bilder wirkten nun hyperrealistisch. Es ist, als ob die Luft stehen bliebe, beschrieb Anna Louif ihren Eindruck beim neuen Verfahren. Dazu kamen Herausforderungen bei spezifischen Bewegungen, bei der Schärfentiefe und im Kontrastverhalten der Kamera. Durch den sogenannten Motion Blur erhielten unscharfe Bildteile im Hintergrund etwas Entrücktes, fast Abgehobenes. Dies ist bei Parallelfahrten zu sehen, in welchen sich der Hintergrund plötzlich rückwärts zu bewegen scheint. Der Film spielt in einer spießigen Siedlung mit pedantisch organisierten Vorgärten. Aus diesem geometrisch vermessenen Raum können die Teenager im Film kaum entrinnen. Die kurzen Momente, in denen es den Jugendlichen gelingt, wurden mit längeren Brennweiten aufgenommen. Die Wände in den Innenräumen auf dem Set wurden farbig gestrichen. Auch dies hatte mit dem Verhalten der Kamera zu tun. Der Kontrast zwischen den Hauttönen und der Umgebungsfarbe musste gering gehalten werden. Gedreht wurde übrigens in einer damals neu gebauten Siedlung in Bremgarten. Die dort ansässigen Familien stellten der Produktion ihre Wohnungen zur Verfügung. Um die jugendlichen Schauspieler zu finden, hat das Team um Anna Louif in und um Zürich nach Teenagern im Alter von 13 bis 17 gesucht. 200 wurden ans Casting eingeladen. Wie heißt es? Am Nachmittag des zweiten Tages war ich schon ziemlich verzweifelt, weil ich dachte, Sandra ist nicht dabei. Aber dann kam Muriel und ich wusste sofort, sie ist es. Angesprochen auf ihr gutes Händchen beim Casting, gab Anna Louif zu, dass sie ihre Hauptdarstellerin bei der Besetzung von Mike mitbestimmen ließ. Erst nach 70 Jungs war einer dabei, der beiden gefiel. Und tatsächlich knisterte es dann mächtig auf dem Dreh. Nach dem Film wurden Sandra und Mike auch in Wirklichkeit ein Paar. Bereits in Summertime im Jahr 2000 hatte die Regisseurin eine Adoleszenzkomödie gedreht. Möglicherweise sei es ihr dabei selber ums Erwachsenwerden gegangen. Ich musste mich in meiner Pubertät vor vielem schützen und war cool.
habe manche Schritte nicht gemacht, die es zum Erwachsenwerden braucht. Das habe ich in den Filmen nachgeholt. Die zuweilen emotionale und hormonelle Überforderung wird immer wieder subtil in Szene gesetzt. Wenn etwas passiert, du musst etwas fühlen. Dabei fühlst du überhaupt nichts. Du weißt eigentlich nicht, ob etwas gut ist oder schlecht. Neben den Gefühlsdramen dominieren die witzigen Szenen. Für den Austausch ihrer sexuellen Erfahrungen erfindet ihre Clique den Code GMS. Schickst du mir ein SMS, wenn wir es gemacht haben? Ja, und du mir dann. Okay. Schreib dir G, wenn es geil war, M, wenn es mittel war und S, wenn es scheiße war, okay? Okay, ja. Ein klassisches Motiv der quälenden Körperveränderungen ist natürlich auch der Turnunterricht. Der bekannte Schauspieler Urs Jucker gibt hier sein Debüt als leicht schmuddeliger Sportlehrer, der die Mädchen zum Böckligumpen, deutsch Bockspringen, aufbietet. Diese wissen sich allerdings eloquent zu dispensieren. Hast du nicht schon letzte Woche Mens gehabt? Ja doch, aber ich habe unregelmäßig. Und du? Ich auch. Während man im Film das Küssen lernen kann, wird auch vermittelt, wie man mit Alkohol einen schreienden Säugling zum Schweigen bringt. Dies ist allerdings nicht zur Nachahmung empfohlen. Der Titel Little Girl Blue stammt tatsächlich vom bekannten Song aus dem Jahr 1935, der von vielen Künstlern interpretiert wurde. Obwohl der Song im Film nicht vorkommt, wählte die Autorin diesen Titel, da er Sandras Lebensgefühl widerspiegelt und sie zutreffend charakterisiert. Das kleine, traurige Mädchen. Die eigentliche Hommage versteckt sich anderswo. In Little Girl Blue wird an prominenter Stelle ein anderer Schweizer Filmklassiker zitiert. Die Szene stammt aus dem Film Café Odeon von Kurt Früh. Es ist ein klassisches Foreshadowing für das Finale des Films und eine Hommage an Anna Reeves an den Regisseur Kurt Früh. Sein emotionaler Zugang zum Film hat mich immer berührt. Auch sein Dallerbach-Curry gehört für Anna Reeves zu den, Zitat, stärksten Schweizer Filmen überhaupt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch